Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Kingmakers erscheint Anfang Oktober, Calyx mit zweitem Playtest, Roadcraft im Angebot, Content-Update für Desynced, neue Demo mit mehr Inhalt für The Scoring, 007 First Light enthüllt, großes Update für Captain of Industry, Grimstar for Release und Warhammer 40k Dawn of War erhält eine Definitive Edition. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Roadcraft, dazu aber gleich noch mehr. Der super spannend klingende Zeitreise-Sandbox-Mix Kingmakers, welcher auch mit Basenbau und RTS-Elementen um die Ecke kommen wird, kann seinen Release-Termin zwar nicht ganz halten, erscheint jetzt aber fix am 8. Oktober auf Steam. Im Zuge des Release-Datums enthüllt der Entwickler Redemption Road Games einen 4-Spieler-Koop-Modus samt neuer Fahrzeuge und Waffen. So soll es dann auch möglich sein, dass sich ein Spieler auf den Basenbau sowie die KI-Truppen konzentriert und das komplett via Draufsicht, also wie in einem waschechten RTS erledigen kann, während die anderen 3 Mitspieler aus der Third-Person-Perspektive direkt mittendrin sind und mit allerlei Waffen um sich ballern. In Calyx baut ihr auf einem fremden Planeten eine Basis auf, welche von einem aggressiven, außerirdischen Organismus überwuchert ist. So müsst ihr euch hier mit Waffengewalt der stetig auf euch zuwachsenden Wurzeln erwehren und dafür sorgen, dass eure Produktion für Munition und Energie nie abbricht, da das sonst euer schnelles Ende bedeutet. Calyx hat diese Woche eine überarbeitete Demo erhalten, welche mit 5 neuen Maps um die Ecke kommt und neben neuen Einheiten jetzt auch Ressourcensammler beinhaltet, wie man sie aus guten alten C&C-Tagen kennt. Darüber hinaus könnt ihr euch auf deren Steam-Page für den fortlaufenden Playtest bewerben. In Roadcraft führt ihr ein Spezialunternehmen zum Wiederaufbau von Standorten, welche durch Naturkatastrophen zerstört wurden. So beseitigt ihr wahlweise, auch im Koop, mit diversen Baumaschinen Trümmer und baut Straßen und Brücken mit möglichst genauer Physikberechnung neu auf. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr das erst kürzlich erschienene Roadcraft für nur 30 € zuzüglich Mehrwertsteuer, also mal wieder eine ganze Ecke günstiger als auf Steam, direkt mitnehmen. Denn Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Hello, Operator. You have a job to do. Kurz vor seinem Full Release hat das in 2023 in den Early Access gestartete Desynced sein vorletztes großes Content-Update erhalten. Das sogenannte Alien-Update kommt mit einem besseren Einheiten-Interface und intelligenteren Bots um die Ecke, während neue Alien-History-Missionen für Abwechslung sorgen sollen. Außerdem wurde nochmals Hand an die Mothership-Storyline-Mission gelegt, sodass ihr erneut für viele Stunden beschäftigt sein solltet. You have a job to do. Find the answers. Das Warcraft 4 im Geiste, also The Scoring, hat diese Woche eine komplett überarbeitete Demo erhalten, die ihr ab sofort antesten dürft. Die neue Version ergänzt den Content um 2 neue Maps sowie jeweils 3 Heldeneinheiten auf Seiten der Orks und der Menschen. Im Zuge des Summer Game Festes soll zudem in Kürze der Early Access Release samt Roadmap bekannt gegeben werden. The Scoring ist im Prinzip ein klassisches RTS mit sehr hohem Tempo, welches sich unverkennbar an den alten Warcraft-Teilen orientiert und brutal Laune macht. Do you have an appointment? The name's Bond. James Bond. He's with me. And you are? Don't think we've had the pleasure. Now let's not get ahead of ourselves, James. So you shouldn't have.
Außerdem hat IO Interactive endlich mehr Details zum kommenden James Bond Reboot präsentiert, in dem ihr 007 als jungen Agenten spielen dürft, der seinen Platz in der Geschichte noch finden muss. So absolviert ihr hier das Trainingsprogramm des MI6 und erlebt die ersten Schritte des Spions mit Doppel-0-Status. 007 First Light wurde primär für die nagelneue Nintendo Switch 2 entwickelt, erscheint aber auch für PC, Xbox und PlayStation 5. Der Release-Termin ist irgendwann 2026. She's an asset. With respect, Mom. To hell with that. Tell me, what do you do, James? Lately, headhunting. Welcome, Captains, to Update 3. From powerful trains that streamline your logistics to a space program pushing your industry beyond the atmosphere, Captain of Industry is delivering its biggest update yet. Im schon 2022 erschienenen Captain of Industry erleidet ihr Schiffbruch und rettet euch mit einer kleinen Mannschaft von Überlebenden auf einer verlassenen Insel, die ihr fortan zu einem riesigen Industriekomplex terraformt. Ich meine, was auch sonst, wenn man schon mal da ist und so. Das vor kurzem erschienene Content Update 3 fügt jetzt auch noch Gleise und Züge ein, die die Logistik im Spiel komplett auf den Kopf stellt. Zudem dürft ihr jetzt auch den Orbit erobern und somit eure Produktion in den Weltraum auslagern. Ganz wild. Alles. Aber hochspannend. Everything's bigger now. The factories, the maps, and even the patch notes. So head over to Steam and try it for yourself. See you at the office, Captains. Für frische RTS-Kosts sorgt in Kürze Grimstar, welches mitten in den Pfingstferien am 16. Juni erscheint. Das Spiel konzentriert sich auf eine packende storybasierte Einzelspielerkampagne, in der du als Spieler die Firma deines Bruders übernehmen musst und für dessen Schulden aufkommen darfst. Da die Ressourcen der Erde weitestgehend erschöpft sind und eine Energiekrise bevorsteht, macht ihr euch zum Planeten Grimstar auf dem es allerdings von Feinden nur so wimmelt. Mit jeder gewonnenen Mission steigt ihr im Level auf und schaltet so Updates, neue Einheiten und Gebäude frei, mit denen ihr den Planeten dann immer effizienter ausbeuten könnt. My faith is my shield. Noch ohne Release-Termin, dafür sicher mit viel Hype bei einigen von euch, ist die Definitive Edition von Warhammer 40k Dawn of War. Der einst 2004 unter THQ veröffentlichte Klassiker erhält eine komplette Frischzellenkultur mit überarbeiteter Grafik, verbesserter Kamera und vor allem eine echte 64-Bit-Plattformunterstützung. Obendrauf sind alle jemals erschienenen Add-ons direkt dabei, was in 4 Kampagnen, 9 Armeen und über 200 Karten mündet. Unterstützt wird auch 4K mit Widescreen sowie höhere Draw Distance sowie ein überarbeitetes HUD, das an das Breitbild angepasst wurde. Die Warhammer 40k Dawn of War Definitive Edition soll noch 2025 auf Steam und GOG erscheinen. Einen Preis gibt es noch keinen. In diesem Sinne gönnt euch Roadcraft von meinem Partnerlink. Lasst gerne ein Abo da für mehr Gaming News und kommt gut in die neue Woche. Ein schönes langes Pfingstwochenende euch.